Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und es geht momentan wirklich gerade so dermaßen ab durch diese ganzen Serverfusionen. Es sind Machtwechsel die ganze Zeit am Start, es gründen sich immer wieder neue Mega-Gilden und das ist auch gestern jetzt gerade, beziehungsweise passiert gerade in dem Moment so. Und zwar ist ja Endgegner bisher die Nummer 1 Gilde unangefochten auf Platz 1, hat sich fusioniert auf F8 und hat die jahrelange Platz 1 Gilde Phoenix vom Thron gestoßen. So, jetzt ist es ja passiert, dass auf F9 sich eine weitere Mega-Gilde fusioniert hat, Horizon, geführt von Basi, die den Endgegnern auch noch nicht so ganz das Wasser reichen können. Ich bin sehr gespannt, wenn es jetzt mal irgendwann bald soweit ist und die IHOF mal sich aktualisieren sollte mal eines Tages. Ja, die ist nämlich immer noch seit F9 Serverstart bzw. Fusionsstart stecken geblieben, irgendwo in der Matrix und ist natürlich ein bisschen schade, ne? Denn Horizon wird Endgegnern ein bisschen Konkurrenz machen können, wird Phoenix auch zu 100% vom Thron schmeißen. Und jetzt haben wir aber gestern gerade gesehen, dass S1 bis S4 sich fusionieren von den Servern her und dort in Zukunft auch sehr viele starke Gilden daraus kristallisieren können. Aber was jetzt die neuesten News sind, ist jetzt gerade hier auf F8 passiert, ganz frisch. Ja, und zwar sehen wir jetzt, was ist das denn jetzt hier? Okay, jetzt hat er sich aktualisiert und zwar ist hier eine weitere, Mega-Gilde entstanden, und zwar Gods of Light. Fusioniert aus der Gilde Gods und den Lichtgestalten, deswegen Gods of Light. Sehr coole Sache auf jeden Fall, schöner Zusammenschluss. Vielleicht auch noch aus etwas anderen Gilden hier, weil hier noch ein paar Wing-Gilden noch mit drin in der Beschreibung stehen. Und wie Traumhölle und Madoka und Arktika. Ja, ich weiß nicht, wer oder wie weit diese Gilden noch in diese Mega-Gilden-Fusion involviert gewesen sind. Und das ist eine Gilde, die es jetzt auf dem Schirm zu haben gilt, denn Gods of Light wird wahrscheinlich auch Endgegner besiegen können, beziehungsweise ist der neue direkte Konkurrent zu den Endgegnern. Nicht mehr Horizon. Horizon hat auch sehr gute Chancen, ist auch eine sehr starke Gilde, aber Gods of Light ist nochmal wirklich eine Stufe stärker. Und es ist krass, was diese ganzen Fusionen so für einen Impact haben auf die Gildendynamik und was sich alles, es wird quasi Shakes and Fidget wird komplett neu erschaffen, habe ich das Gefühl, und die Spieler erschaffen sich mit ihren Gilden auch nochmal neu selbst und bilden halt extrem kranke Gilden. Also ich feiere das sehr. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Natürlich gibt es auch immer Leute, die das Ganze auch immer kritisch beäugen. Ne? Hören wir uns natürlich auch sehr gerne an die Meinung, aber ich bin der Meinung, ich finde es sehr cool und es ist so viel Dynamik gerade in dem Game. Diese Geschwindigkeit, das feiere ich halt sehr, muss ich sagen. Und wir haben jetzt hier gerade 49 Mitglieder. Und die haben schon eine Durchschnittsstufe von 650. Es fehlt aber noch einer und eventuell werden auch noch 1, 2 Leute ausgetauscht, da bin ich aber nicht genauer involviert. Aber wir haben hier Alraune, Don Zeus, Meister, Lambretta, was alles Namen sind, Luca Freak. Holy shit, richtig kranke Accounts. Hier Alraune mit ihrem zweiten Account von den Lichtgestalten mit dabei. Wir haben hier wirklich ein paar 700er Brecher mit in der Gilde und die sind wirklich verdammt stark und das bei den Offizieren. Hier bei den Mitspielern haben wir hier auch knapp einen 700er, mehrere dabei, die extrem stark sind und hier auch diese Gilde hier, hier jetzt die direkten Konkurrenten sind zu den Endgegnern, die immer noch sehr stark sind, das muss man dazu sagen. Aber Gods of Light wird wirklich eine Gilde sein, die den Endgegnern hier auch zu schaffen machen wird. Morgen ist der
Igniel bei mir und da werden wir zusammen ein Video aufnehmen. Das wird dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommen, je nachdem, wie ich es schaffe, hochzuladen. Da könnt ihr euch auch könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Da wird er bei mir hier Stufe 700 zelebrieren und erreichen und währenddessen wird er wahrscheinlich ein bisschen über die aktuelle Situation reden, denke ich mal, Endgegner, die Gilde an sich, ne? Und halt jetzt eben auch ja, mit den Lichtgestalten, was da halt eben auch an Konkurrenz dazu kommt. Ne? Soweit ich gehört hatte, wollen die Endgegner wohl auch nach wie vor die Endgegner bleiben. Das heißt, sie wollen sich den ersten Platz nicht streitig machen lassen. Und ja, das hat natürlich auch vielleicht Konsequenzen. Also ich weiß es nicht. Wir warten mal ab, ne? Also keine Ahnung. Also, wäre natürlich sehr schade, wenn jetzt Mozone da gehen würde aus der Gilde, weil der hat sich ja auch so gefreut und für ihn war es ja auch so eine Ehre, sag ich mal, bei den Endgegnern zu spielen. Und deswegen, ich gucke mir das einfach an. Wir beobachten das Ganze mal, ne? Ganz objektiv, ne? Aber ja, mal schauen, ob die Endgegner sich nochmal verbessern, nochmal verstärken wollen, ob sie sich den Rang 1 streitig machen wollen oder ob da auch noch eventuell noch Nachschub folgt. Aber Gods of Light, wenn die halt vollgestellt sind, dann sollen die wohl auch eine reelle Chance haben, die Endgegner schlagen zu können. Auf jeden Fall bessere Chancen, als es Horizon hat. Und Horizon ist ja auch wirklich eine extrem kranke Gilde geworden. Ne? Deswegen warten wir mal ab. Es ist auf jeden Fall ein kranker Zusammenschluss aus den ganzen ja, Spielern bzw. Gilden von F8. F8 generell ein extrem heftiger Server. Hier haben sich halt einfach zwei extrem kranke Mega-Gilden fusioniert und ja, die Lichtgestalten, die sind ja trotzdem immer noch, ne, das ist ja trotzdem immer noch eine extrem heftige Gilde, das muss man mal so sagen. Die haben halt auch hier, ne, die sind, ja, da fehlen jetzt da fehlen 4 Leute und die haben immer noch 590 im Durchschnitt. Also das ist immer noch eine extrem kranke Gilde so, ne? Also ja, F8 hat es auf jeden Fall drauf. Anders kann man das nicht sagen. Ne? Und ich bin gespannt, wenn jetzt in Zukunft halt auch noch wirklich dann ja, S1 bis S4, ach, Mensch, warum kann ich hier nicht schon wieder, Dankeschön, S1 bis S4 fusioniert werden, weil da kommen ja dann auch nochmal sehr viele Zusammenschlüsse eventuell zustande, die das Ganze dann auch nochmal alles wieder über den Haufen werfen könnten und den Endgegnern und Gods of Light zeigen, wo der Hammer ist, auf jeden Fall. Ne? Und ja, ich bin einfach nur gehypt, ich bin gespannt, was das Ganze wird, wo wir uns auch mit unserem F9-Server positionieren werden dann in Zukunft. Ne? Vertreten halt eben durch Horizon, aber zuerst mal muss ich natürlich auch die IHOF ein bisschen wieder mal einkriegen hier, sag ich mal, weil seit Tagen wird das Ganze hier nicht mehr aktualisiert. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ne? Ansonsten wäre F9 hier schon ein bisschen weiter oben und könnte gegen die Endgegner schon ja, theoretisch fighten. Ne? Ja, gucken wir mal, warten wir mal ab. Ne? Also auch nicht nur, dass die Endgegner ja, in der IHOF hier Konkurrenz bekommen könnten. Nein, die Endgegner werden wahrscheinlich nicht nur alleine F8 repräsentieren, sondern wahrscheinlich wird sich auch mal Gods of Light mal auf die 1 schleichen und ja, dass die vielleicht mal eben abwechselnd mit Endgegnern in der IHOF vertreten sind. Ne? Also nicht nur international, sondern halt auch lokal, kann man ja so sagen, auf dem Server hier gibt es Konkurrenz. Und das ist sehr cool, muss ich sagen. So habe ich mir auch eine Serverfusion vorgestellt. Nicht nur, dass es eine Gilde gibt, die den neuen Fusionsserver komplett dominiert, sondern dass sich eventuell auch andere Gilden mit anderen Gilden fusionieren und der Mega-Fusionsgilde so ein bisschen die Stirn bieten können, sodass auch wieder neue Konkurrenz geschaffen wird. Weil sonst muss man halt auch wirklich sagen, klar können die Gilden, die weit unter Platz 1 sind, auch einen spannenden Fight gegen Platz 2, Platz 3, Platz 4 und so haben. Ne? Aber ja, die Mega-Gilde ist meistens immer abgeschlagen und das ist dann, ja, manchmal halt auch nicht so cool, wenn halt eben absolut ja, Konkurrenzlosigkeit herrscht. So, ne? So ist es ja auf F9 bei uns jetzt beispielsweise gerade. Ne?
Klar, es gibt Schlimmeres, aber es wäre halt auf jeden Fall cooler, wenn es noch eine zweite oder eine dritte Gilde gibt, wie zum Beispiel beim Serverstart, beim ganz normalen Serverstart, die sich halt eben auch untereinander nochmal so ein bisschen betteln. Und ja, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Das sehen wir jetzt hier halt, wie gesagt, gerade auf F8 und mal gucken, was das noch in Zukunft so wird. Ne? Also ich halte euch da auf jeden Fall noch weiterhin auf dem Laufenden. Da könnt ihr von ausgehen. Ne? Mich interessiert es auch selbst alles, wie so diese ganzen Dynamiken hier, ja, ja, wie die sich so verhalten, ne? Und wie die ganzen Gilden sich so sortieren. Nicht nur lokal halt auch auf meinen Server, sondern jetzt schaut man halt auch wieder viel mehr auf die ganzen alten Server, beziehungsweise auf die ganzen neuen Fusionsserver mit den alten Spielern drauf, so gesagt. Ne? Also es ist alles sehr, sehr interessant, meines Erachtens nach. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, vielleicht auch nicht, aber ich befasse mich da sehr gerne mit. Ne? Genau, das erstmal so weit zu den News, was es hier an neuen Zusammenkünften gibt. Boah, ich bin mega, mega gespannt, was das wird. S1 bis S4, die Zusammenschlüsse dort. Ne? Oh, also das wird krank, das wird absolut krank. Ja, können wir uns, denke ich mal, noch warm anziehen. Also unser Plan, dass wir hier Platz 1 oder 2 belegen hier auch als F9, das wird vielleicht in Zukunft noch ein bisschen komplizierter werden, denke ich mal. Ne? Alles klar, das war's soweit. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.